In dieser Folge zeige ich euch, wie 85% der Surf-Sessions an der Algarve wirklich aussehen. Ungeschönt, Ist genauso scheiße. schwierige Atlantikbedingungen und 110% Commitment, um doch irgendeine Welle zu finden. Guten Morgen, Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal, auf dem wir zusammen surfen gehen. Ich nehme euch wieder mit. Wir sind wieder unterwegs. Hier waren die letzten 3-4 Wochen echt starke Stürme in Portugal. Der eine oder andere von euch hat es vielleicht mitbekommen. Richtig viel Regen, sehr starker Wind und nur sehr selten Bedingungen, die Surfen überhaupt zulassen. Heute ist wieder einer der Tage, an dem es wieder ganz gut gehen könnte. Leute, ich habe mir unter anderem für den Channel ein schönes altes 4x4 zugelegt, damit wir ab und zu vielleicht auch mal ein bisschen hier die Umgebung erkunden können. Auf jeden Fall ein richtiges Abenteuer, denn die Karre hat noch so ein bisschen ihre Macken, so sehr ich sie liebe. Beispielsweise leuchtet immer die Tankanzeige, sogar wenn der Tank ganz voll ist. Ich bin ein paar Mal auch liegen geblieben, weil er einen Leistungsverlust hatte. Wenn einer von euch Mechaniker ist und eine Idee hat, woran das liegen könnte, dass der immer nur gut fährt, wenn er eigentlich im Grunde komplett voll getankt ist, dann lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema der heutigen Folge. Ich nehme euch auf meinem Kanal ja meistens in Surf-Sessions mit, die richtig schön aussehen, was die Bedingungen angeht. Deswegen soll euch die heutige Folge mal aus meiner Sicht ein realistisches Bild vermitteln, was man hier in der Algarve eigentlich in 85% der Fälle etwa erwarten kann. Freunde, bevor ich ans Meer gezogen bin, um regelmäßig surfen gehen zu können, war ich eigentlich immer zum Surfen irgendwo im Urlaub und hatte auch richtig Bock, besser zu werden. Ich habe aber schnell gemerkt, dass ich irgendwie komplett stagniere. Vielleicht geht es dir ja jetzt noch genauso. Mich hat das immer richtig frustriert. An der Stelle bin ich happy, meinen neuen Partner für den Kanal vorzustellen, Active for Surf und deren Coaching-Programm Surf Clinic. Das ist ein super intensives Surf-Coaching-Programm, speziell entwickelt von den besten Coaches hier an der Algarve für Beginners, aber vor allem Intermediates und Advanced Surfer, die nicht viel Zeit jedes Jahr haben, surfen zu gehen, aber trotzdem recht hohen Anspruch an ihren eigenen Fortschritt. In einer intensiven Coaching-Woche erhaltet ihr zu Anfang einen eigenen Evolution-Plan, der auf eure individuellen Bedürfnisse eingeht, indem einmal methodisch analysiert wird, wo ihr gerade steht, und dass die besten Coaches der Algarve dann individuell mit euch daran arbeiten können. Insgesamt sind das dann 5 Tage mit 5 Coachings im Wasser, dazu zusätzlich Indoor-Coaching mit Functional Training, Theorie-Lessons und das Ganze immer mit Videoanalyse, sodass ihr euch natürlich auch immer direkt verbessern könnt. Mit Saunas, Jacuzzi und Eisbad. Übersetzt bedeutet das 20 plus intensive und individuelle Coachingstunden für dich. Das Ganze gibt es in einem Paket ab 1.380 € entweder mit Unterkunft oder für 1.250 € ohne Unterkunft und Verpflegung. Wenn man sich das runterrechnet, sind das gerade mal 65 € pro Coaching-Session. Das Beste an der Sache ist, dass ihr mit dem Code PIPPO5 Nachlass auf alle Coaching-Angebote der Surf Clinic bekommt. Und wenn ihr euch für das Angebot interessiert, dann klickt mal unten auf den Link in der Videobeschreibung. Auf dieser findet ihr alles, was ihr wissen müsst zu der Surf Clinic. Dann füllt einfach das Kontaktformular hier aus, PIPPO5 in das Messagefeld eintragen, damit sie wissen, dass sie euch den Nachlass gewähren. Das Team von Active for Surf wird sich dann mit euch in Verbindung setzen und euer perfektes Coaching mit euch organisieren. Und jetzt aber zurück ins Video. Ja, leider ist es ein bisschen so, wie ich befürchtet hatte, dass es durch den Sturm immer noch zu durcheinander ist. Es sind auch 2 Swells drin, eigentlich mit der gleichen Größe, mit der gleichen Periode, nur aus unterschiedlichen Richtungen. Man sieht das auch schön, wie die hier unten hier eng aufeinander laufen. Hier auch 2 Wellen direkt hintereinander. Richtiges Durcheinander. Tja, da weißt du nicht genau, was du da machen willst mit. Läuft auch nirgendwo schön hier an dem Beachbreak. Das heißt, ich fahre jetzt mal zum nächsten. Wir gucken uns einfach den nächsten an. Freunde, jetzt ist wieder die Situation eingetreten, wie es ganz oft hier auch ist. Die Westküste sieht absolut bescheiden aus. Ihr habt es gerade gesehen, 2 Swells drin, die sich auch überlagern, ganz merkwürdig. Und dann noch das Durcheinander von dem Sturm, der kürzlich erst durchgezogen war und nicht genug Offshore-Wind, als dass das Ganze sauber aufräumt. Jetzt machen wir eine Verzweiflungstat. Wir fahren jetzt mal an die Südküste und gucken, ob wir da irgendwo einen Spot finden. Aber das wird eine Suche, die zu 95% zu Hause am Frühstückstisch endet und für euch dann in der nächsten Session. Das heißt, den Vlog werden wir jetzt hier natürlich nicht abbrechen, sondern wir suchen zusammen, bis wir eine gute Session finden und wenn es Tage dauert. Nach wie vor liegt die Algarve ja immerhin noch am Atlantik, der wild und rau ist und hier oft ungünstige Winde herrschen, deswegen das hier oft viel schwerer ist als in anderen beliebten Surf-Destinations.
Die Südküste zu checken ist eine Verzweiflungstat geblieben, deswegen sind wir weiter an den Stadtstrand von Zagreb, um dort auch mal zu gucken. Ja, moin! Moin. Schön, oder? Ja. Richtig geil, ja? Ja, die Suche geht weiter. Ja. Oder endet. Ja, oder endet. Ich glaube, die endet jetzt eher. Ja, das stimmt. Schnauze voll, ey. Ich war schon überall. Ja, es ist... Mareta sieht sogar besser aus als hier, glaube ich. Ja? Das ist mehr clean. Berlin, ja. Beliche auch. Ja? Also, doch nochmal Beliche oder wie? Nee, es sieht scheiße aus. Schau dir das an hier. Wenn wir schon Haar hier. Mist labern die ganze Zeit, dann können wir das auch direkt alles mit dokumentieren. Gell? Genau. Also, es läuft mal wieder 1A hier in Mareta und wir sind nicht dabei. Wir haben jetzt schon alle Strände angeschaut und wir hätten einfach von Anfang an nach Mareta fahren sollen, bei 2 Fuß onshore. Das ist einfach das Beste, was man jetzt heute haben kann. Oder Tonell, auch ein wildes Durcheinander. Wir haben wirklich alles angeguckt. Wir sind von Porto, Galicien über Marokko alles abgefahren. Stimmt. Und kein Spot funktioniert. War ein langer Tag. Keine Augen. Außer Mareta. Vormittag, ja. Wie oft haben wir getankt? Dreimal, ja. Du sowieso. Jeder jeden Tag. Ja, genau. Ich alle 50. Ich habe schon getankt. Auf dem Schotterweg. Aber was kann das, war mal wieder leer, oder was? Nee, leer nicht. Leer nicht, aber so gut. Aber der Tankfühler hat nicht mehr gegriffen, oder was? Also leer. Den brauchst du in so einem Kasten, du hast auf jeden Fall. Ja. Der Kanister hinten drin. Beliche ist kleiner, gell? Beliche ist kleiner. Beliche ist ein bisschen kleiner. Ist genauso scheiße? Ich habe Dann gehen wir nach Beliche. Dann gehen wir nach Beliche. Ja, wirklich. Kann man machen. Weil Willst du doch auch noch nach Beliche gehen, oder was? Du warst vorhin der größte Gegenbefürworter. Wie heißt denn das Wort sonst? wir hätten uns jetzt wahrscheinlich alle weggeschickt und wären danach alleine nach Beliche. Jetzt kommen wir alle nach Beliche. Wir sehen uns beim Brunch dann in 3 Stunden. Ja, dann fahren wir halt mal rüber, oder? Beim Brunch so. Ich will gebarrt im Onshore. Julian ist Holländer und Surft alles. der surft alles. Deswegen gehen wir jetzt. Doch nochmal. Ja, genau. Dann kann man sich so ein Auto sonst nicht leisten, wenn man nicht selber Mechaniker ist. Ich glaub's auch. Ja, hättest du früher überlegen sollen. Du meinst, als ich 16 war und die Realschule abgeschlossen hatte gerade und dann die Ach so. Ausbildung hätte machen. Scheiß Studenten da. Kommen lauter so Kommentare drunter so. Genau, endlich sagt's mal wer. Scheiß Studenten. Ja, so ist es. Viel zu überbewertet. Komm, wir gehen, oder? Was hat er für ein Problem? Warum geht er wieder raus? Der war schon drin wahrscheinlich. Ja, ganz kurz nur. Und jetzt geht er raus und wir denken. Und wir denken uns, Mann, ist der dumm. Ja, man weiß es noch nicht, ne? Oder? Wenn wir dann wieder raus. Also, das sieht jetzt ja richtig aus wie Kraut und Rüben. Nee. Da läuft, die bleibt ewig offen, die linke. Ja, komm, wir Also gehen. wirklich. Besser als in Holland. Ab ins Wasser. Live-Motto. Besser als in Holland. Was ist das für ein Motto? Besser als in Holland. Kann man immer sagen. Wenig, was wahrscheinlich wirklich surfbar ist. Großes Durcheinander. Und einfach ein paar Chaoten, die trotzdem reingehen. Ja, guckt euch das an. Ein absolutes Durcheinander. Ja, that's the spirit. Einfach rein da jetzt und mal gucken, was man machen kann. Ganz ehrlich, ich habe da auch Spaß dran. Also dann rauszufinden, ob man in dem Chaos irgendwas Ordentliches findet, womit man was anfangen kann, macht doch auch Spaß. Und dann ist man vielleicht auch besser an den Tagen, an denen es gut ist. Na? Ja, geil. Das Brett habe ich auch selten gesehen, was du da hast. Was ist denn das? Das ist Felix. Ah. Sand ist weg. Oh. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Kannst du in die Höhle legen und schlafen und zuschauen. Oh, schau mal die linke. Oh, das sieht ja schön aus. Ja, nonstop Duckdiven. Mal gucken, wie viele. Was, in die Sonne? Eigentlich in die Sonne, ne? Ja. Einfach einmal was Schönes in Ruhe machen. Schön entspannt. Schöne, gute Bedingungen. Ja, surfen, aber was. Du lässt es laufen, oder was? Ja. Und dann jetzt wieder sowas. Nur weil keiner nicht surfen gehen will.
da wird schon was gehen. Also ein guter Surfer rippt hier. Also ich nicht, aber... Es sind auf jeden Fall viele Wellen da. Wir haben hier heute 2 Swells mit 5 Fuß und 9 Sekunden, genau gleich. Gleiche Periode, gleiche Größe. Deswegen ist es so ein Durcheinander. Es sind quasi auch kaum Pausen drin. Es ist die ganze Zeit nonstop am Reinrollen, reinbrechen. Das wird den Pedal-Out jetzt auch interessant machen. Ja, aber zwischendrin, das Positionieren wird dann das größte Thema sein. Dachte ich zumindest, aber schon das Rauspaddeln war eine riesen Herausforderung. War wirklich nicht leicht. Duck Dives im Sekundentakt. Die Rips nicht so klar definiert, das heißt, der Channel war irgendwo ständig am Shiften, Strömung ging kreuz und quer, Wellen, die durch den Channel einfach auch durchlaufen. Und dann endlich nach gefühlt 50 oder 60 Duck Dives hatten wir es dann langsam aber sicher nach hinten draußen geschafft. Das mag vielleicht ein bisschen verrückt erscheinen, wenn man sich über so eine an sich nicht besonders gute Welle freut. Aber an Tagen, an denen sonst nur komplettes Chaos und Durcheinander ist, sind solche kleinen Leuchttürme in all dem Ganzen echt eine Sache, über die wir uns fast manchmal mehr freuen, als über einen Tag, der einfach nur insgesamt total perfekt ist. Und vielleicht ist das ja auch genau ein Learning fürs Leben oder was sich auch aufs Leben übertragen lässt. Man kann sich ja nicht immer aussuchen, was man so aufs Tablett gelegt bekommt. Man kann sich aber schon sehr gut aussuchen, wie man damit eben umgeht und was man daraus macht. Und hier ist es dann eben entweder die Entscheidung, ins Wasser zu gehen oder nicht ins Wasser zu gehen. Wir haben uns dafür entschlossen, hatten mindestens genauso viel Spaß wie an den vermeintlich perfekten Tagen. Ob so ein Tag dann perfekt ist oder nicht, liegt ja dann gar nicht an dem Tag selbst, sondern daran, ob wir ihn zu einem perfekten Tag machen. Oder eben nicht. Oh, das ist ein Geschwabbel, ey. Ja, nur der Holländer. Der surft an den Windshop oben drauf. Holland Offshore. Und manchmal gilt es einfach nur, sich seinem Schicksal zu ergeben, nämlich immer dann, wenn dann doch die größeren Abräumer zwischendurch kamen. Abgeräumt wurden wir insgesamt recht oft, aber dann, wenn zwischendrin diese kleinen, schönen Dinger mit dabei waren, die sich ein bisschen surfen ließen, war das Hochgefühl umso größer nach all der Anstrengung, die dem vorausging. Das gilt innerhalb einer Session, aber auch über mehrere Surf-Sessions hinweg. Und wenn man eine hohe Toleranzgrenze für Frustration hat und Erfüllung daraus zieht, sich Herausforderungen zu stellen, dann ist die Algarve schon ein ziemlich perfekter Ort zum Surfen. Wenn man aber nicht so eine hohe Frustrationsgrenze hat und hohe Erwartungen zum Beispiel an einen Surfurlaub hat, dann kann die Algarve einen schon auch ganz schön enttäuschen. Das ist natürlich nur meine Meinung. Viel interessanter ist natürlich, wie ihr das seht. Hinterlasst mir dazu doch gerne mal einen Kommentar, diskutiert dazu und abonniert den Kanal, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein wollt. Dann heißt es wieder, es geht los, ich nehme euch wieder mit und ich freue mich dann drauf. Bis bald, macht's gut.